Mahlzeit und herzlich willkommen hier zurück bei Shardlight. Wir haben in der letzten Folge die beiden Aufträge für Gus und Gordon abgeschlossen und ich denke mal, unsere nächste Aufgabe wird sein, uns wieder zurückzumelden. Deswegen gucken wir, was in der LA so abgeht. Na, erzählst du uns was? Ne, Clem sagt uns nichts. Okay, da. Okay, tatsächlich. Wir können wieder runtergehen. Oh, da ist er. Glad to see you've Da hinten. returned. Sie freut sich über unsere Rückkehr. I assume you've managed to sort things out with our suppliers? Yes. You've done well, Amy. I think you'll get along here just fine. But understand this. Committing yourself to help the Resistance is not a promise made lightly. We require your full cooperation and transparency. No secrets or lies. Do I make myself clear? Also erstmal dankt sie uns natürlich dafür, dass wir den Auftrag erledigt haben, aber wir müssen uns halt jetzt klar sein, dass wenn wir halt hier der Bewegung anschließen, dann gibt es halt kein Wischiwaschi, sondern dann müssen wir uns halt vollkommen dem Ganzen verschreiben. Keine Geheimnisse, vollkommene Transparenz und das muss uns einfach klar sein. Und ob das uns jetzt klar ist, ist halt die Sache hier kristallklar, was kann ich noch für euch tun, oder? Ja, aber ich möchte das Gleiche von euch haben. Das sagen wir denen I mal. understand, but remember not to ask for things you can't return. Naturally. Now come with me. Oha, wir dürfen mitkommen. Jetzt wird's interessant. Den Teil kennen wir noch nicht. Aha, wird auch geübt. Thank zu you for schießen. helping our suppliers. As you can probably tell, recruitment has been slow, which has hindered our progress. But I think with your help, we just may be able to initiate some changes. What is it you had in mind? That letter you brought us came from our contact in the Ministry of Medicine. It contained extremely valuable information. I need you to infiltrate the Ministry of Medicine and confirm what this letter says. Do you have any questions? Also, in dem Brief, den wir mitgebracht haben, standen Informationen von dem Ministerium für die Medizin. Und wir sollen, unseren Auftrag besteht darin, dass wir infiltrieren sollen, das Ministerium für Medizin. Und ja, schauen, ob das denn alles so stimmt, weil es geht halt da um die Medikation, um die Impfstoffe. Und ob wir irgendwelche Fragen haben. Also erstmal ist natürlich die Frage, wer war denn Milton This überhaupt? Milton, who was he? Why did knowing my father make him trust me? As I mentioned before, he was our double agent in the Ministry of Energy. With his help, we were able to establish our contact in the Ministry of Medicine. In the early days of the rebellion, Milton also recruited your father as the official mechanic. They were good friends. I never met Cooper myself, but my understanding is that he was just as loyal as Milton. Losing them both has been a blow. Think we'll manage, though. After all, we have you now. Also die Frage war jetzt halt, warum wir ihm auch vertraut haben, dem Milton, weil er unseren Vater kannte, also wie er es geschafft hat, mehr oder weniger. Und ja, also der Milton bzw. auch der Vater wurden halt relativ früh schon ganz am Anfang zu der Bewegung rekrutiert und er war der Mechaniker. Und das beide zu verlieren war schon ein ziemlicher Schlag für die ganze Geschichte hier. So, also die fragt jetzt erstmal natürlich, wollen wir jetzt erstmal wissen, ihr Vater war auch ein Rebell. You mentioned my father was with the rebellion in the early days. How come he never mentioned it? It doesn't surprise me. The previous attempt at a rebellion was met with disastrous failure. They didn't manage to get very far before being discovered and quelled by the aristocracy. Your father and Milton were the only original members to escape unharmed. It's taken us a very long time to get back on track, but I intend to avenge our forefathers and deliver the justice they died for. Also in den frühen Tagen quasi, bei den ersten Bewegungen, die halt rebelliert haben, haben sie das sehr unvorsichtig gemacht und haben auch nicht lange überlebt, bevor sie halt zerschlagen worden sind. Und der Milton und unser Vater quasi waren die einzigen, die das überleben konnten und dann halt mit in die neue Bewegung reingekommen ist, die halt ein bisschen länger gedauert hat, bis sie wieder auf die Beine stellen konnten. Aber sie wollen jetzt halt das wieder so aufbauen, dass es auch den Tod quasi ehrt. Warum benutzen wir denn das Symbol der Ministry of Medicine, also des Ministeriums für Medizin? If you're so against the government, why do you use the Ministry of Medicine's symbol as your code to get in here? That's exactly what the aristocracy would expect. Having our own symbol would make us easier to find once they figured out what it was. Sometimes the best way to hide things is to put them in plain sight.
Also ganz einfache Antwort, sie benutzen halt das Symbol der Ministry of Medicine deswegen, weil halt das Government, die Regierung davon ausgehen würde, dass sie ein eigenes Symbol machen. Und so bleiben sie quasi versteckt. Die Frage ist natürlich jetzt für unseren neuen Auftrag, was sie denn erwarten zu Can finden. you tell me what it is I meant to find? Our contact was unable to provide the exact details in case the letter was intercepted. But if the information he did give us is correct, it means the government is covering up something very important having to do with the green lung vaccine. If you confirm this, it will be exactly what we need to expose the government's lies and incite a revolution. What if it turns out to be a false lead? It won't. Believe me, you'll find something in there. You have to. Also es geht darum, dass es halt Geheimnisse gibt, die halt, wie gesagt, zu diesem Impfstoff gibt und wenn man diese rausbekommt, dass die da irgendwie Unsinn mittreiben oder das vielleicht sogar zu sehr verknappen und das gar nicht nötig wäre oder sonst welche Geschichten, dann könnten sie halt mit den Beweisen, die wir dann finden würden, quasi eine neue Revolution starten. Und wir haben das halt angezweifelt, was passiert, wenn wir nichts finden, und sie sagt einfach, wir werden das auf jeden Fall finden. Wir müssten einfach auch, ne? Wie soll ich denn überhaupt da What's the reinkommen? plan for getting me into the Ministry of Medicine? An excellent question. You know how the wealthy have contracts with the aristocracy based on their support when they first formed? I have a vague idea. Sure. If a government supporter were to show signs of green lung, the aristocracy would waste no time in sending a doctor to treat them. I want you to go to Fripp Square. My sources tell me that a notable supporter has recently been showing symptoms of the plague. His name is Silas Harrison. He should be visited by a doctor very soon. Find out when and where the visit will take place. Then, intercept the doctor, disguise yourself, and enter the Ministry of Medicine. Once you've done that, you'll locate the central storage room, where they keep the vaccine supply. I suspect that's where you'll find what we're looking for. Maybe I should write all this down. It's a lot to keep track of. No, I'm sorry, but we can't have a paper trail. I trust you'll be able to make this happen. I know it's complicated and dangerous, but believe me when I say this information will change everything. Okay, also interessanterweise hat sie jetzt auch gefragt, ob wir uns das aufschreiben können, und das wurde jetzt verneint, weil wir dürfen halt keine Zettel irgendwie hier im Umgang haben, die das irgendwie gefährden könnten. Deswegen versuche ich das jetzt noch rauszukriegen. Also es ist die Sache, wenn jemand hier von dem Government, von der Regierung an den Anzeichen der grünen Lunge erkrankt, wird er wieder sofort halt in Quarantäne und zu den Ärzten geholt der Regierung. Und dass es jemanden gibt, der auf einem Markt, glaube ich war es, den ich jetzt aber nicht mehr genau weiß, gibt, der halt die ersten Anzeichen davon hat und dementsprechend bald von einem Arzt besucht werden soll. Und wir sollen den quasi abfangen, und ich bin mir nicht so ganz sicher, was wir dann mit dem machen sollen, ob wir uns dann selber als Arzt ausgeben sollen, um dann halt quasi so dann Zugang zu dem Ministry of Medicine zu bekommen, und dort sollen wir dann in den in den Lagerraum reingehen, und da müssten wir dann unsere Informationen finden. Okay, ich muss nur einen kurzen Cut machen und dann machen wir sofort noch weiter. So, weiter geht's. Und ja, dann sind wir wohl auch startbereit. I guess I should get started. Good. Head over to Fripp Square and Fripp find Square out is where okay. Harrison is. That should get you close enough to intercept his doctor. You might also try checking at the ministry itself. They might have some information on when the doctor is set to make his house call. Once you're in the ministry, you can identify our contact by using the code phrase. I'm not sure how much help he'll be able to give you, but having an ally on the inside is at least better than nothing. I wish you luck, Amy. Remember that if you succeed, the Resistance will reward you in far greater ways than the aristocracy ever could. Okay, also wir sollen auch in das Ministerium für Medizin rein, um dort halt eventuell, beziehungsweise da unseren Kontaktmann quasi zu treffen, den wir dann mit unserem Codewort quasi oder unserem Codesatz dann vielleicht noch Informationen bekommen, wann genau der Hausbesuch stattfinden soll. Und dann sollen wir halt zu diesem Fripp Square und dort halt nach Möglichkeit den Typen abfangen, so ungefähr. She looks like she means business. Okay, sie sieht aus, als ob sie, ja, nach Geschäft aussieht, ungefähr. Das ist eine Frau, okay, das ist eine Frau. Looks like she's writing down coordinates on that map. Ich schreibe wohl Koordinaten auf die Karte. Oh, I shouldn't interrupt. She's hard at work. okay, die stören wir nicht, die ist schwer am Arbeiten. A somewhat crude map of the city. Looks like they're planning something near the Ministry of Energy Tower. Okay, es ist eine Karte von der Stadt natürlich. Sie planen anscheinend irgendwas beim
Bei dem Ministerium für Energie. Bei dem Tower, ja. Bei dem Turm, so. I know my way around the city. I don't need a map. Okay, die können wir aber nicht mitnehmen. Was haben wir denn hier? Da haben wir noch hier eine Tafel. There's a bunch of stuff scribbled on it. Da steht ziemlich viel drauf. Don't waste time with that, Amy. You've got more important things to be doing. Und wir können sie nicht mitnehmen, wir haben Wichtigeres zu tun. Was ist mit dem Dummy They hier? must use this for target practice. The wig and noose are a nice touch. Okay, ja, die nehmen das halt hier zum Üben, zum Schießen, klar. I think it's meant for target practice, not boxing. Okay, ich glaube, dass es halt zum Schießen geübt ist und nicht, zum Schießen üben gebraucht wird und nicht zum Boxen. Die alte She's Frau. really good. I've never seen someone's hands move so quickly. Okay, sie ist sehr gut. Sie hat noch nie jemanden gesehen, dessen Hände so schnell sich bewegen. Acht nur mal drauf jetzt, wie unfassbar schnell die gerade gewesen sind. I don't want to break her concentration. Okay, wir wollen aber sie nicht in ihrer Konzentration stören. Was ist mit dem Mann He's hier? doing a nice job fixing that crossbow. Ja, er repariert hier auch einen Crossbow. Ne? Können wir mit ihm reden? Is that an Allen wrench? Yep, scavenged it out in the waste. I got lucky. I'll say you did. I've been looking for one for ages. Can let you borrow this one once I'm done with it, if you need it. Okay, wir können uns, also das ist eine bestimmte Armbrust. Und die können wir uns dann bei ihm holen, wenn er damit fertig ist, wohl, angeblich. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt bringen sollte, aber gut. Haben wir noch hier so eine Note, eine Nachricht? Steht da Remember drauf? to wipe your feet when entering. There are no maids in this resistance. Tja, wenn ich jetzt genau wüsste, was da drauf steht, dann würde das schon besser sein. Also, I should probably leave it where it is. Remember to wipe your feet when entering. There are no maids in this resistance. ich glaube, man soll sich die Füße abputzen, bevor man reinkommt, weil es hier niemanden, also weil es keine Putzfrauen gibt hier in der Bewegung. Tough looking guy. I wouldn't want to get on his bad side. Können wir uns jetzt mit ihm eigentlich... Hier ist noch ein Bangs, also okay, ein He's Schlafender. sound asleep. Nice to know things are relaxed enough around here that he can do that. I don't want to wake him. Okay, er schläft auf jeden Fall und sie findet das cool, das zu wissen, dass es halt auch Leute gibt, die sie einfach hier mal pennen können und sich nichts Sorgen machen. Was haben wir hier? Those don't look too comfortable. Ja, also die Schlafbänke sehen nicht sonderlich komfortabel Now aus. is not the time for a nap. Aber ein kleines Nickerchen machen wir trotzdem nicht. Können wir uns denn mit Bruce unterhalten nochmal? Hat er jetzt vielleicht, jetzt wo wir dazugehören, ein bisschen nettere Hey. Umgangsform mit uns? What do you want? Sieht nicht so hin, aber... Okay, wie bist du denn dazu gekommen, hier mit Danton dich zu vereinigen? How do you get involved with Danton anyway? She's family. She is? Yeah. When her parents died of green lung, she was left homeless and forced to beg on the streets. My folks took pity and adopted her. She can be kind of hot-tempered and rush into things, but I try and keep her in check as best I can. Also sie ist tatsächlich ein Familienmitglied von ihm, weil ihre Eltern sind an der grünen Lunge gestorben und dann war sie halt als Mädchen gezwungen auf der Straße zu betteln und seine Eltern haben sie dann adoptiert. Sie kann ein bisschen temperamentvoll sein, aber naja, ne? Okay. Was glaubst du denn, was in dem Ministerium für Medizin ist? What's your theory on what's inside the Ministry of Medicine? Knowing the aristocracy, it could be just about anything. But from what I've heard Danton say, it's definitely something big. Keep on doing what you're doing. Also, naja, irgendwas Wichtiges wird sie da schon drin versteckt haben. Wenn da was drin versteckt ist von der Aristokratie, dann muss es auch so wichtig sein, so ungefähr. Kann man das verstehen? Was ist jetzt mit der Frau? Können wir uns jetzt mit ihr unterhalten? Hi. Don't bother. The aristocrats cut out her tongue. Oh, My God, that's awful. Why would they do that? She used to work for the Ministry of Knowledge. She was caught stealing books, and that was her punishment. Apparently, Claudius did it himself. Ugly business. okay. Die gute Frau war einfach nicht nur unhöflich, als sie uns nicht geantwortet hat, sondern ihr wurde die Zunge rausgeschnitten. Sie hat in dem Ministerium für Wissenschaft gearbeitet. Und sie hat dort Bücher gestohlen und naja, das war die Strafe dafür, letzten Endes die Zunge rauszuschneiden. Das ist natürlich schon eine ziemlich harte Nummer hier. Also, es ist ein ziemlich arger Verfall, muss man mal einfach so sagen. Ne?
So, gehen wir mal raus. Können wir uns noch mal mit Clem unterhalten? Hast du noch was How's Wichtiges it für uns? going, Clem? Not so bad, Amy. What's up? See you later, Clem. Nicht wirklich Take care anscheinend. of yourself, Amy. Ich würde auch fast sagen, sicherheitshalber, nicht, dass wir jetzt doch irgendwas verpassen, quatschen wir auch noch mal eben kurz hier unsere Leutchen hier an. Okay, müssen wir gar nicht. Es kommt eine Wache wieder vorbei. Good day to you, merchant. Go away, you dog. I have nothing to say to you. Now, there's no need to be. I just try to make my living here. I have family to take care of, and no help from the aristocracy. Well, if you would just let me. My brother Pavel went out scavenging days ago and has not returned. We're all worried he's dead. What does the aristocracy do? Nothing. Sit in their towers and watch us starve. You are young. You do not remember life before the bombs. It was different. Guards were our friends, not monsters. I appreciate your position, but... Look, I think it's best if you just go. She's clearly upset. Fine. I was here to extend an offer of food vouchers from the Ministry of Resources. But if she feels that way, it's her loss. Good day to you, citizen. I apologize for upsetting you. Oh, thank you, Amy. I always get so angry when I see those guards. Ja, also auch hier wieder. Sie hat jetzt auch theoretisch ein Angebot kriegen sollen von der Wache für Essensrationen quasi, aber sie hat ihn ja gar nicht zu Wort kommen lassen, sondern hat gesagt, dass halt zum Beispiel, dass nie was Gutes ist, dass sie immer schlecht mit ihnen umgehen, dass die Aristokratie nur in ihrem Turm sitzt und dabei zusieht, wie sie verhungern. Ihr Mann ist schon seit Tagen weg und, glaube ich, es war ihr Mann, glaube ich, seit Tagen weg und sie denken alle, der ist wahrscheinlich tot und die Aristokratie tut halt nichts dagegen. Und in früheren Tagen, da war das halt alles anders, da waren die Wachen halt nicht ihre Gegner, also nicht die Monster, sondern die waren ihre Freunde. Und deswegen sind wir dann eingeschritten und haben gesagt, dass sie jetzt einfach gehen soll, weil sie wahrscheinlich so oder so nicht ihre Hilfe annehmen wird. Gucken, können wir nochmal mit ihr reden, mit Marischka? Hello, Marischka. Amy, hello. Wir sagen ihm mal, dass er vorsichtig You sein really sollte mit shouldn't den make trouble Wachen. with the guards. I'm not making trouble. It's them who are causing all the problems. You know as well as I do, you haven't got a brother named Pavel. Well, Ein Bruder war's, they need to okay? understand that life's not easy for us. It's not like they do anything about it anyway. Just try not to get so riled up, Marischka. He was trying to help you out. The day I take help from those dogs is the day I die. Also wir haben nämlich gar keinen Bruder, der Pavel heißt. Das hat sie sich also nur ausgedacht und wir sagen einfach, dass sie ein bisschen aufpassen soll. Und schließlich hat er versucht, uns auch zu helfen, da aus diesem Sumpf rauszukommen. Und sagt, der Tag, an dem sie denen hilft, ist halt auch der Tag, an dem sie stirbt. Ich würde ja mal ausprobieren, einfach mal zu sagen, den Satz hier. You know, as tough as things are, I feel like I've got the perfect life. I'm happy for you, Amy. You're always so positive. I have to go now. Okay, sie freut sich einfach für uns, dass wir das perfekte Leben haben. All right? Also da bringt es nichts, das zu sagen. Das ist wohl auch nicht sonderlich verdächtig. Ich denke mal, dass wir auch jetzt nicht uns nochmal mit Gus unterhalten können. Just couldn't stay away. No, I haven't. See you later. You bet. Nee, tatsächlich nicht. Und was ist mit dem... Nee, nicht mit dem Wrack. It's in no condition to be operated, and it looks like it's already been completely scabbed. Ja. Ich wollte mit dem Reaper-Kultisten nochmal quatschen. May I? Sagen wir ihm auch nochmal, wir haben das perfekte Leben. Why would I want to embrace death when I've got the perfect life? The Reaper smiles upon your joy. Let us hope he takes you now, while you are happy and not in anguish. I really should be going. Okay, So be it. also der Sensenmann freut sich natürlich auch darüber, dass wir so gut drauf sind. Und dann können wir froh sein, wenn er uns zu dem Zeitpunkt holt und nicht, wenn wir schlecht drauf sind. Hey, Gordon. Amy. Bye, Gordon. Goodbye. Okay, mit ihm können wir uns auch nicht mehr unterhalten. Jetzt gucken wir nochmal eben schnell bei Norben, heißt er, glaube ich. Am Brunnen. Ob er noch was Neues zu erzählen hat. Nachher verpassen wir doch wieder irgendwas. Sicher ist sicher. Nelson, nicht Norman. Okay, schon fast nah Hi, dran. Nelson. Good to see Was lesen wollen wir gerade nicht? Wir haben ja nichts Neues, was wir lesen sollen. Aber wir schlagen auch mal, wir haben ja auch das perfekte Coming out Leben. here, reading books, it makes me realize I've got the perfect life. Ah, I see. I do as well. It gives me pleasure to help how I can, although I'm too old to fight. What made you decide to join them?
Danton makes some good points, despite being a bit overzealous. The favoritism the aristocracy showed their elite patrons after the plague began is completely inexcusable. Once the poor couldn't fund their medical research, we were quickly cast aside for those who could. Danton is brash, perhaps a bit foolish, but her ideals are what we need. Okay, also er ist tatsächlich Mitglied unserer Bewegung und er sagt halt auch, dass da halt was gegen gemacht werden musste, dass es einfach nicht tragbar ist, wie die Aristokratie umgeht. Und die Danton, die ist vielleicht ein bisschen aufbrausend, aber ihre Ideen und so weiter, das ist ihre Ideale, die sie verfolgt, nicht ihre Ideen, ihre Ideale, das ist halt das, was die Menschheit jetzt braucht zurzeit. Ja. Aber jetzt wissen wir immerhin, dass der Nelson auch dazu gehört. Vielleicht hilft uns das ja später noch. Und wir wissen es einfach jetzt früher, als wir es vielleicht hätten wissen müssen. Ist aber erstmal egal. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, also wahrscheinlich morgen. Haut rein und ciao.